Hallo liebe Campinggemeinde und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wie uns diese kleinen Teilchen über 300 Euro gespart haben, das seht ihr jetzt. Wie sicherlich einige von euch wissen, hatten wir auf der Andalusien-Heimreise ziemlich Probleme mit unserem Heki. Das ging nämlich bei starken Windböen auf. Wir sind also mit ca. 90, 100, 110, schneller ging es wirklich nicht, auf der Autobahn gefahren und uns hat es wirklich ab und zu versetzt. Und die Windböen haben dann dafür gesorgt, dass oben das Heki aufgesprungen ist. Wir sind tot verschrocken, weil auf einmal war Krach im Auto, der sonst nicht so da war. Und wir haben das Heki auch gar nicht mehr zugebracht. Wir haben anhalten müssen auf dem Standstreifen und haben es dann erst geschlossen bekommen. Daheim dann angekommen, habe ich mal recherchiert und tatsächlich ist es wohl so, dass die Hekis, wie wir sie verbaut haben mit diesem Bügel, ich zeige es nachher noch im Detail, wohl nur bis 120 oder 130 zugelassen sind. Wenn man jetzt natürlich bei starken Windböen fährt, ist der Wind, der übers Auto pfeift, ein bisschen schneller wie die 130 und dann macht es wohl fupp, fupp. Dafür gibt es diverse Lösungen, beziehungsweise eigentlich auch nicht. Es gibt nur einen Anbieter, den ich gefunden habe, der so einen Dachspoiler anbietet, dass die Luft quasi übers Heki geleitet wird und diesen Unterdruck mindert. Wenn man das kauft, kann man dann auch ein Einbaukit kaufen. Da sind dann Dichtungen mit drin und auch so kleine Bügelhalter. Die gibt es einzeln leider nicht zu kaufen. Aber das Ganze kostet auch über 300 Euro. Und da wir da oben schon eine Dichtung eingebaut haben, habe ich mal weiter recherchiert. Und so bin ich dann auf eine Lösung gestoßen im Megamobil-Forum auf Facebook. Ich verlinke euch das unten, da könnt ihr mal reinschauen, da sind viele gute Tipps dabei. Wie man für wenig Geld oder für kleines Geld das eigentlich ganz gut lösen kann. So sieht die Lösung aus. Und wie man die einbaut und warum die was bringt, das zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal müsst ihr oben an eurer Dichtung schauen, beziehungsweise am Fenster schauen, ob da eine Dichtung drin ist. Bei uns ist so eine Moosgummidichtung drin. Bei vielen ist da aber die Zwangsentlüftung, sprich die Moosgummidichtung ist gar nicht da. Und da müsste man auf jeden Fall mal mit einer Dichtung nachhelfen. Die haben dann anscheinend auch da hinten an der Ecke, das ist gerade ein bisschen schwierig zum Filmen, an der Ecke so kleine Federn drin. Wie gesagt, da müsstet ihr euch mal informieren. Und das eigentliche Problem des Ganzen ist der Haken hier, beziehungsweise sind diese Haken, die quasi durch diese kleine Feder hier nur gehalten werden. Aber was ist denn jetzt wirklich passiert? Ist quasi das Dach so aufgegangen und dann irgendwie so rumgeflappert während der Fahrt? Nein. Das hier war jederzeit verschlossen. Sprich, der Bügel war zu jeder Zeit arretiert. Aber was passiert ist, hier hat es noch so viel Spiel, das Ganze. Und jetzt bräuchte ich eine dritte Hand. Moment. So. Ihr habt es gehört. Jetzt ist das Dach quasi offen. Man sieht es hier an der Seite und der Haken ist ausgerastet, obwohl hier noch alles zu ist. Dann muss man quasi das Ganze hier öffnen, einmal aufmachen, einmal den Haken wieder rein. Wie gesagt, Problem ist dieses Spiel, dass man hier auf beiden Seiten quasi hin und her bewegen kann, obwohl der Bügel hier drin noch verschlossen ist. Das war halt der Grund, da durch den Wind alles geflattert hat, haben diese zwei kleinen Bügelchen an der Seite einfach den Halt verloren und haben dann dem Dach so einen Spalt Luft gegeben, dass es aufgehen kann. Das war dann nicht so angenehm. Die Lösung des Ganzen ist aber auch einfach. Die Lösung ist im Prinzip eigentlich auch schon eingearbeitet, wobei man nimmt vorhandene Kanten. Ich versuche es mal hier zu zeigen. Hier ist zum Beispiel so eine kleine Kante, wo, wenn man runterstreicht, ist da ca. 2-3 mm Absatz. Dann nimmt man einfach diese 25 mm Bauklemmen. Ich
sag's euch noch, wie die heißen. Ich habe die Packung oben, da mache ich nachher noch ein Bild rein. Und die haben an der Seite so ein Nupsi, wo man quasi die miteinander verbinden kann. Also hier schiebt man dann den nächsten rein. Warte geschwind. Also ist das quasi so gedacht, sprich diese Nupsis an der Seite, die müssen schon mal ein bisschen was aushalten. Und genau den Nupsi nutzen wir, damit er da in die Kante reingeht. Sprich, wir drücken das drauf, zack. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich es auf dem Film drauf kriege. Achtung, klack. Und jetzt hebt er da. Und jetzt ist hier kein Noddeln mehr. Ich mache es nochmal an der anderen Seite. Sieht man noch, wie es sich bewegen lässt. Ich hole den Schnupsel, mache den drauf und habe ihn arretiert. Und jetzt geht da gar nichts mehr. Und wenn ich dann das Fenster aufmachen will, muss ich es einfach ein bisschen anlupfen. Den Schnupsi nach vorne. Hier auch. Oh, das ist schwierig, allein zu filmen. Und dann geht das Ding auf. Stört auch nicht groß, hängt rum. Man kann es auch locker wieder rausnehmen. Das ist gar kein Problem. Zack, haben wir es wieder weg. Wie gesagt, ich zeige es euch hier nochmal im Detail. Das ist nur so ein kleines Einrasten. Und schon ist der Bügel quasi gesichert und kann nicht mehr so rumlatteln. Und es ist alles so einfach und das Dach springt nicht mehr auf. Wir hatten ja jetzt im Frühjahr öfters noch stürmische Tage und ich fahre ja mit dem Quokki jeden Tag zur Arbeit und das Dach ist nie wieder aufgesprungen. Von daher ist das erstmal meine Top-Lösung und ich hoffe, für euch hat es auch was gebracht. Und wenn ihr noch mehr technische Tipps haben möchtet oder so, ich habe noch ein paar Filmchen, die verlinke ich euch dann da oben. Und ja, ich verbleibe mal soweit. Liebe Grüße, euer Ritchie. Daumen nach oben und Kanal abonnieren nicht vergessen. Gell? Dankeschön, ciao.